Review-Zeit, Ladies und Gentlemen. Willkommen zu einer weiteren Hot Toys Figuren-Review. Heute ist mit der Post endlich mein Avengers Loki gekommen. Vor mir steht die gewaltige Box in einem schönen Grünton gehalten. Ich habe Loki schon ausgepackt, habe ihn schon in Pose gestellt und Leute, er lohnt sich wirklich. Schaut ihn euch an. Hier und da sind ein paar Friemelarbeiten an der Figur selbst auszuführen. Da gehe ich nachher in die Details ein bisschen rein. Aber ansonsten bin ich wirklich super zufrieden. Eine super geniale Figur, muss ich sagen. Das Gesicht ist wirklich 1:1 dem Schauspieler Tom Hiddleston nachempfunden. Wirklich Bombe, wirklich super, Leute. Ja, die Verpackung ist dieses Mal eine normale Verpackung, ein Schuber. Das zeige ich euch gleich nochmal kurz. Ihr seht vorne drauf ein schickes Artwork von Loki. Rechts seht ihr das The Avengers Zeichen von Marvel und des Weiteren Movie Masterpiece und das Hot Toys Zeichen. Ansonsten ist an dieser Verpackung nicht unbedingt mehr viel zu sehen. Ich denke mal auch, das ist nicht unbedingt mehr wichtig, weil im Netz sind schon so viele Reviews gedreht worden. Ich zeige euch nochmal kurz, was euch erwartet, wenn ihr die Verpackung öffnet, und dann gehen wir direkt zu Loki. Das ist es, was euch erwartet, wenn ihr die Verpackung von Loki öffnet. Verschiedene Layer, in denen die Figur und das ganze Zubehör drin verteilt ist. Ihr habt hier in der Mitte die Hülle, wo Loki selbst drin ist, mit den ganzen Accessories. Die Hände sind hier und Handschellen und sowas, da komme ich dann später zu. Dann habt ihr einen extra Layer für den Stand, das seht ihr hier. Und die beiden Stäbe sind hier. Und dann habt ihr noch einen extra Layer für seinen Umhang. Der Umhang ist wieder richtig schön. Falls ihr meine Thor-Review oder Odin-Review gesehen habt, ist in der gleichen Machart richtig schön im Falten gelegt. Gefällt mir richtig gut und ist super. Nur all das Ranfriemeln des Umhangs ist ein bisschen heftig. Da müsst ihr dann vorsichtig sein. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. Wie ihr seht, ein Schuber. Ihr zieht das hier vorweg und dann ist gut. Ja, wir kommen jetzt zu Loki selbst. Ich kann euch gleich schon vorweg sagen, eine super Figur. Wirklich absolut genial. Die Details sprechen für sich. Mir fehlen die Worte. Ich bin immer noch echt happy. Man könnte schon fast sagen, gleichwertig mit Joker, würde ich fast sagen, von der Machart her. Also lasst euch überraschen. Wir sehen uns gleich nach diesem Cut. Hier ist jetzt mein Hot Toys Loki von The Avengers. Ein wahres Meisterwerk, Leute. Also ich bin echt völlig begeistert. Die ganze Machart, die Uniform, die einzelnen Layer der Uniform, das Material, es fühlt sich wirklich an wie Leder und es ist wirklich genial. Also mir fehlen, wie gesagt, die Worte immer noch. Absolut Hammer. Also wer noch die Möglichkeiten hat, sich Loki zu kaufen, schlagt zu, solange ihr könnt, wirklich. Also der lohnt sich richtig. Ich ziehe ihn mal ein bisschen ran, schon mal ein bisschen für die Details. Wir gehen mal direkt wieder hier in die Uniform. Wirklich wunderschön, also seht euch das an. Dieses Material hier, was hier wirklich in Falten gelegt ist, ist wirklich, das fühlt sich an wie Leder, ist es natürlich nicht, aber das haben die so genial gemacht. Wirklich genial. Auch hier ringsrum, diese ganzen, wie kann man sowas nennen? Das sieht aus wie Perlen, ich weiß es nicht, wirklich genial. Auch die Rüstung an der Schulter. Die Details da dran, das ist Wahnsinn. Es sieht wirklich nach Gold aus und es wirkt so ein bisschen verwaschen und ein bisschen schmutzig auch. Also es ist wirklich super. Seht doch mal hier bei dieser Schärpe oder wie man das nennt, dieser Gürtel hier. Boah, verrutscht nicht. Allein hier diese Details, das ist Wahnsinn. Also wirklich, ihr seht auch, wenn ich das so ein bisschen drehe, wie sich das hier im Licht so ein bisschen glänzt spiegelt, wie hier das Material ist. Das ist wirklich absolut cool. Also ich kann nur sagen, ich bin echt begeistert. Auch hier die Armschiene. Da seht ihr schön das Verwitterte so ein bisschen drin. Das haben die wirklich super gemacht. Auch die Details da dran, das ist wieder mein Finger dazwischen. Wow. Auch hier die Schulterstütze. Der Schulterpanzer, wirklich wahnsinnig. Also ich war lange nicht mehr so beeindruckt von einer Figur wie damals zu dem Joker 2.0, aber Loki hier, der kommt ihm schon wirklich sehr nah. Das ist wirklich wunderschön. Auch seht euch mal das hier an. Das sind so Details, die fallen einem im Film gar nicht auf, weil das ist ja alles sehr schnell und da achtet man auch gar nicht drauf. Auch hier dieses
Rote hier dran, das glitzert richtig und das ist echt wahnsinnig genial. Ich hoffe, die Kamera fängt das überhaupt einsatzweise nur so ein. Das ist wirklich sehr schön. Ja, ich werde jetzt einfach mal Loki ein bisschen hochheben, mal sehen, ob das so klappt. Meine Filmtechniken mal ein bisschen verbessern. Hier haben wir jetzt die Stiefel und die Stiefel sind auch richtig toll. Auch da ist das Weathering, das Verwaschene, wirklich cool geworden. Sieht wirklich so ein bisschen dreckig aus. Und auch hier in Falten gelegt. Es ist wirklich alles Stoff, alles nicht irgendwie Plastik oder so. Also diesmal haben die sich wirklich da Mühe gegeben. Der ist sein Geld auf jeden Fall wert. Zu den Stiefeln kann ich wieder sagen, es sind wieder zwei separate Teile. Also ihr habt wieder diesen Bereich, der locker ist. Und die Füße selbst. Damit könnt ihr wieder ein perfektes Display, ein perfektes Posing machen. Das ist echt super. Ja, ich drehe Loki mal, dann könnt ihr mal diesen coolen Umhang sehen. Ich stelle ihn jetzt mal rückwärts hier drauf. Das, was ich vorhin gesagt habe, auch wieder wunderschön in Falten gelegt. Er kam wieder in eine extra Verpackung, damit da nichts dran passiert. Gefällt mir auch sehr. Mal weiter raus. Der ist auch wieder massiv, richtig groß und lang. Wunderschön, richtig schön. Was ich schon angedeutet habe, den Umhang da reinzukriegen, das ist echt eine Qual. Wenn ihr mal Batman DX Video gesehen habt, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, auf was ihr euch da einlasst. Das ist nicht witzig. Ihr seht auch hier, kommen wir weiter vor, hier oben, hier müsst ihr das reinstecken. Da sind zwei jeweils ein Kunststoffteil drin, was ihr dann so reinhaken müsst. Also so unterhaken und dann da rein. Das ist nicht witzig, Leute. Das ist echt. Da seid super, super vorsichtig. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt unbedingt sehen kann. Hier ist der Clip. Der muss da reingehakt werden. Und das allein in die Uniform reinzukriegen, passt wirklich auf. Nicht, dass ihr da irgendwie was abbrecht oder so. Das ist nicht funny, wirklich. Ich versuche es mal für euch rauszuziehen. Ich glaube, raus geht's besser als... Ah, da ist er. Das ist das Teil. Das müsst ihr da wirklich drunter haken. Und das ist nicht witzig, wie gesagt. Sehr schwer, weil ihr hier rein müsst. Da. Und das ist alles sehr knapp bemessen. Und ihr müsst eigentlich im Grunde genommen nur, zumindest steht es so in der Anleitung. Ach, komm mal her. Jetzt will ich mich selber hier kaputt machen. Das ist jetzt mal wieder live. Ich habe das auch noch nie in einem Video gemacht. Ihr schnappt euch diesen Clip und packt ihn erstmal hier so rein und drückt das Ganze runter. Und dann macht es ein kleines Klackgeräusch und dann sitzt es eigentlich. Das war jetzt auf der, von mir aus gesehen, rechten Seite recht simpel. Aber auf der anderen Seite war das echt schwer. Und was ich auch ein bisschen schwierig finde ist, ihr seht, jetzt steht natürlich hier das Material über. Ihr könnt es versuchen, während ihr das reindrückt, mit hier reinzudrücken, oder ihr könnt es später nachträglich versuchen, mit dem Fingernagel vorsichtig darunter zu friemeln, damit die Optik nicht so ganz versaut ist. Aber das ist wirklich so der einzige Knackpunkt gewesen, wo ich echt gesagt habe, oh, vorsichtig, da muss ich echt vorsichtig sein. Aber ansonsten, Leute, ist es wirklich genial. Macht riesig Spaß, Loki zu positionieren, und ich bin echt, wie gesagt, begeistert. Eine Kleinigkeit noch, wo ihr vorsichtig sein müsstet, ist dieser Bereich hier. Der ist hier drin in dem Mantel durchgehend, wird das hier durchgezogen. Das ist so, aber passt auf, dass ihr da nicht hinterhakt. Ich denke mal, das kann ganz schnell hier unten ausreißen. Seid da wirklich vorsichtig. Ja, das sind eigentlich so die einzigen Negativpunkte, die ich jetzt so sagen kann. Ansonsten wirklich super. Jetzt kommen wir nochmal auf das Gesicht von Tom Hiddleston selbst. Dazu natürlich wieder die Cam in die Hand. So, seht euch das an. Also ich bin absolut begeistert. Ein wahnsinnig genialer Headsculpt. Also super Design. 1:1 wirklich der Schauspieler von Loki. Auch die Augen und die... Wow.
Also es lohnt sich wirklich. Wie gesagt, greift zu, wenn ihr noch irgendwie die Gelegenheit habt, euch Loki zu schnappen. Die Details sind der Wahnsinn. Absolut fett. Den kann man wieder stundenlang filmen und machen und tun. Wirklich genial. Also lohnt sich wirklich. Auch nochmal hier, wenn ich auf die Rüstung gehe. Da seht ihr jetzt beim Umhang, dass ihr das reinfriemeln müsst, aber seid vorsichtig und dann klappt das und dann sieht das super aus. Die ganzen Details sind wirklich Hammer. Also die Rüstung sieht wirklich so gold und leicht benutzt schon aus. Das ist wirklich genial. Super schön. Ja, das wohl wichtigste Teil, was zu Loki dazugehört, ist natürlich sein Helm. Und mal weiter zurück. Die Sache mit dem Helm hat Hot Toys diesmal anders gelöst. Ihr könnt euch erinnern, bei Thor und bei Odin gab es da ein zweites Haarteil für, wo ihr dann hinten den Kopf, das Haarteil abmachen könntet und dann so ein kleineres, dünneres Haarteil ranbauen konntet und dann passte der Helm. Das ist bei Loki nicht der Fall. Ihr seht schon, hinten die Haare, da seht ihr keine Linie, kein nix. Der Helm ist diesmal in 2 Teilen. Ich habe den mal hier. Das ist der Helm von Loki. Gewaltig groß, also super. Die Hörner, seht euch das an. Richtig cool. Also vom Detailgrad her ist dieser Helm nochmal um einiges besser als der von Thor und Odin. Hier ist auch wirklich wieder verwaschen alles drauf und ist echt super. Ja, wie gesagt, ihr könnt diesen Helm nicht jetzt einfach hier so raufsetzen, das geht nicht. Er ist in 2 Teilen, ich zeige euch das mal. Das ist so die zweite Friemelarbeit, die euch erwartet, wenn ihr Loki habt. Und zwar 2 Teile, Oberschale, Unterschale. Ich zeige euch das jetzt mal mit der Unterschale. Uah, wackel. Ich versuche schon immer, dass die Videos nicht so wackeln, aber sorry Leute. Also, ihr schnappt euch dieses Teil. Ihr könnt es auch bei YouTube nochmal anschauen. Hot Toys hat da selbst eine kleine Instruction Manual gepostet. Ihr müsst das ein bisschen biegen. Ganz vorsichtig, Leute, wirklich vorsichtig. Ein bisschen zu viel gebogen und schon macht es knack und das wollen wir nicht. Also, hinten ran, das Ganze ein bisschen biegen und dann sitzt es schon. Dann habt ihr das Teil schon dran, wie ihr sehr schön sehen könnt. Dann kommt die Oberschale. Die Oberschale, in dem Hot Toys Video sah das so leicht aus, aber die ist, ja, ihr müsst das echt ein bisschen ringfriemeln, dass es wirklich passig ist. Ihr müsst es hier, ich versuche das jetzt mal. Das ist jetzt wieder live aufgenommen. Ich hoffe, das klappt jetzt soweit. Da ist er schon mal drin. Auf der anderen Seite noch nicht ganz, seht ihr? Diese ganzen kleinen Clips, die da dran sind, müssen irgendwie... Ah Gott, komm, passe ich da rein. Also ich werde definitiv diesen Helm, so gut es geht, nicht mehr weiter abnehmen. Der wird da einfach dran bleiben. So, jetzt. Und dann ein bisschen zurechtdrücken, hinten vor allem. Jetzt klappt's. So. Den Helm noch ein bisschen positionieren. Ich denke mal, der passt sogar so recht gut. Und dann passt es. Jetzt zeigen wir das Ganze nochmal vom Nahen mit Helm. So ist der Helm dran. Sieht wirklich Hammer aus. Also diese Hörner sind gewaltig. Ihr müsst, wie gesagt, das Ganze ein bisschen zusammendrücken. Ihr seht auch, hier ist immer noch so eine kleine Lücke. Ich weiß nicht, das kann natürlich bei jeder Figur unterschiedlich sein. Das mache ich nachher in Ruhe. Es geht aber eigentlich. Wie gesagt, seid ein bisschen vorsichtig, wenn ihr die untere Schale so ein bisschen biegt. Aber ansonsten sieht es wirklich Hammer aus. Hier passt es perfekt. Und ich werde ihn definitiv mit Helm displayen. Das ist den Anblick, den man eigentlich gewohnt ist. Es ist wirklich genial. Die Details an diesem Helm gefallen mir sehr. Ne? Fokus. Da ist er. Also wirklich wow. Echt nochmal eine extreme Steigerung zu dem 2011er Thor und Odin in Sachen Helm. Gesicht, einfach Wahnsinn. Leute, schlagt zu, ganz ehrlich. Er ist nicht billig, er wird auch immer teurer, muss ich feststellen.
Ich habe ihn Gott sei Dank noch für einigermaßen akzeptablen Preis gekriegt. Ich war bei einem Online-Händler auf der Warteliste. Stand nicht mal fest, dass ich ihn kriege, aber die E-Mail kam jetzt gestern. Und heute ist er schon da, also echt wow. Es lohnt sich, wirklich. Allein die Machart, die ganze Uniform und alles, das ist wirklich super. Und jetzt so mit dem Helm und alles. Echt cool. Ja, Leute, wir gehen jetzt mal gleich auf die Accessories ein. Da sind nämlich auch ein paar nette kleine Sachen dabei. Mir fällt gerade ein, dazu muss ich schon wieder den Helm abnehmen. Ach, verdammt. Ja, ich werde jetzt die ganzen Accessories erstmal für euch zusammenlegen und das ein bisschen im Detail erklären. Und dann, ja, gucken wir mal weiter. Jetzt muss ich erstmal wieder den Helm kurz abbauen. Da freue ich mich drauf. Also das ist heute das vorletzte Mal, dass ich wirklich diesen Helm abmache. So, hier habe ich für euch jetzt mal alle Zubehörteile, alle Accessories zusammengepackt, die Loki dabei hat. Ihr habt natürlich standardmäßig eine Menge Hände dabei, mit der ihr Loki dann displayen könnt. Allein um seinen Stab zu halten, um seine kleinen Messerchen zum Beispiel zu halten. Also wieder viele Hände dabei. Wo wir jetzt gerade vom Stab reden, wir haben 2 Stäbe dabei, das finde ich richtig cool und die sehen auch wirklich richtig super aus. Ihr habt einmal diesen kurzen Stab, den hat er zu Anfang im Film, denke ich mal, dabei, also nicht ausgefahren. Der sieht wirklich super aus mit den ganzen Details. Ich versuche es mal einzukriegen. Jetzt mache ich das natürlich wieder mit einer Hand, das könnte ein bisschen wackeln, dafür entschuldige ich mich wieder mal. Also wirklich super, auch mit diesem blauen Kristall da drin. Das sieht echt toll aus. Und allein der ist schon wirklich groß, wie ihr seht. Also da habt ihr einmal den. Und dann habt ihr nochmal den gleichen Stab, komplett ausgefahren. Auch vorne die Messerspitzen und alles sind ein bisschen anders. Und das ist wirklich... das ist ein Riesenteil. Seht euch das an. Ich krieg's nicht mal ganz rauf. Arm weiter nach vorne. Das ist der komplette lange Stab von Loki. Ein Riesenstück. Wirklich. Wenn ich das hier in der Hand habe. Der ist wow. So werde ich ihn auch definitiv displayen. Der kriegt diesen Stab in die Hand. Und die ganzen Details an diesem Stab sind natürlich wahnsinnig cool. Echt schön. Auch hier seht ihr jetzt nochmal vorne. Die Spitze. Ist ein bisschen anders wie der kleinere Stab. Ihr seht das, der ist ausgefahren und ein bisschen abgedrehter noch. Aber echt toll. Ihr seht auch da dran, hier dran das ganze Verwaschene, das Weathering da dran, das ist wirklich cool. Sieht wirklich nach Metall aus. Ich habe im Netz ein paar Leute die Reviews schon angeschaut und die meinten, das sieht ein bisschen zu billig aus. Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht so ein bisschen die Spitze, aber ansonsten echt schön. Also es hat wirklich was. Das hat so diesen typischen Asgard-Style, finde ich. Das sieht echt gut aus. Ja, dann wie gesagt haben wir noch den Helm. Schmeiß weg. Der Helm ist natürlich wirklich super. Habt ihr ja nun schon gesehen. Der lohnt sich wirklich. Den haben die super gemacht. Dann diese kleinen Messerchen. Viele können sich komischerweise nicht mehr an diese Messer erinnern, was mich wirklich wundert. Weil er hat sie zweimal, zumindest im Film, benutzt er sie. Einmal in der Anfangsszene, wo er bei S.H.I.E.L.D. unten landet. Ich glaube, da benutzt er einmal ein Messer. Und auf der gegen Ende, beim Endkampf, auf dem Tony Stark Tower, wo Odin wo Thor vor ihm steht. Da rammt der Thor nochmal so ein Messerchen in die Hand und schmeißt, glaube ich, sogar mit einem dieser Messer auf ihn. Ja, sind auf jeden Fall im Film, denke ich mal, deutlich zu sehen. Die sind wirklich sehr klein. Das sind auch wieder so Sachen, fast mit einem Finger hochgeben. Passt auf, dass die nicht verloren gehen. Für die Größe haben die ein unglaublich cooles Detail. Finde ich. Die sehen echt gut aus. Echt schick. Ich überlege, ob ich ihm diese beiden Messer in die linke Hand stecke und ihn dann versuche so zu displayen. Das versuchen wir dann nachher nochmal, wenn ich alles zusammenbaue. Ja, was haben wir noch? Wir haben Handschellen. Das nehmen wir mal beiseite. Die Handschellen aus der letzten Szene in Avengers, bei dem Thor Loki wieder zurück nach Asgard bringt. Da hat er diese Handschellen halt in der Hand. Die sind auch dabei, mit einem echt coolen Detailgrad, muss ich sagen. Sind Kunststoff,
aber sehen nicht wirklich danach aus. Die Kette, ich glaube die Kette ist Metall. Die fühlt sich wirklich metallisch an. Fühlt sich auch ein bisschen kühl an. Ich denke mal, das ist Metall, auf jeden Fall. Wie ihr diese Handschellen ranmacht, die sind nicht beweglich, das ist, denke ich mal, relativ simpel. Ihr macht einfach die Hände ab, dann habt ihr die Gelenke, wo wir mal eben kurz bei dem extra Pack sind für die Gelenke. So sehen halt die Gelenke aus, die kennt ihr ja nun schon. Packt die Handschellen da drüber und dann macht ihr die Hände einfach wieder ran und dann hat er seine Handschellen an. Wer das damit displayt, wieso nicht? Ist ein nettes Gimmick, schön, dass es dabei ist. Ich werde es aber, denke ich mal, in der Packung lassen, damit es auch nicht verloren geht. Sind gut gemacht, auf jeden Fall. Gefällt mir sehr. Schöne Sache. Und ihr habt das Mundstück. Dieses Mundstück hat auch in der letzten Szene Loki um seinen Mund rum, weil ihr wisst ja, ne, Loki kann mit seiner Stimme so viel Schaden anrichten. Das ist echt. Ich werde das mal eben, ich zeige euch das mal eben, das könnt ihr Loki, wie gesagt, einmal kurz um den Mund packen. Dazu eigentlich ganz simpel. Warte mal, wie ist es denn jetzt richtig rum? So rum, genau. Ihr braucht ihm das eigentlich hier nur ranstecken, weil das biegt sich selber so ein bisschen. Genau, so ran und das war's schon. Und schon kann Loki keinen Mist mehr bauen. Leute manipulieren. Sitzt wirklich richtig Bombe, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Einwandfrei. Und sieht echt ganz cool aus. Verschandelt natürlich so ein bisschen das Gesicht, wenn ihr Tom Hiddleston displayen wollt. Aber auch, wie gesagt, eine nette Dreingabe. Mit einem super Detailgrad. Echt eine coole Sache. Ja. Das war es jetzt schon eigentlich, was dabei war. Ihr habt ansonsten nur noch die Instruction Manual, die Anleitung. Da guckt unbedingt rein, wenn ihr anfangt, den Umhang nochmal ran zu basteln. Macht es wirklich, wie gesagt, nicht ohne Anleitung. Guckt euch das vorher an, auch mit dem Helm. Wenn ihr da irgendwas knackst an der Figur, ihr werdet euch wirklich ärgern. Das wollen wir echt nicht. Ich will euch noch mal kurz die Rückseite zeigen, und zwar die Haare von Loki. Das habt ihr noch gar nicht ganz im Detail gesehen. Die sind in ein paar unterschiedlichen Schichten diesmal gemacht. Sieht eigentlich ganz witzig aus. Viele haben das so ein bisschen bemängelt, aber ich finde, das sieht nicht schlimm aus. Es sind eigentlich so 3 Lagen Haare oder 4 Lagen Haare. Das gefällt mir eigentlich. Finde ich jetzt nicht schlimm. Naja gut, jeder Geschmack ist halt wie gesagt verschieden. Viele bemängeln das, viele bemängeln was anderes. Finden dafür das wiederum gut. Ich finde es super. Ja Leute, jetzt baue ich nochmal alles so ein bisschen zusammen für euch. Ich versuche mal die Messer in die Hand zu kriegen und mache nochmal so ein kleines Abschlussresümee und ich hoffe, es gefällt euch, was ihr seht. So, zum letzten Mal den Helm rangebastelt. Wie ihr schön sehen könnt, es klappt mit den Messern wirklich. Ich habe die in eine separate Hand gepackt. Da ist eine Hand wirklich bei, mit der ihr das gut halten könnt. Ich gehe nochmal kurz ran. Das sieht wirklich gut aus. Man kann es so machen, auf jeden Fall. Messerchen in die Hand und dann passt das. Und es passt auch zum Gesamtdisplay, würde ich sagen. Also ich denke mal, er wird so in meinem Regal landen bei meiner Sammlung. Das ist so die Pose, die ich mache. Mit dem langen Stab natürlich in der Hand. Der ist wirklich gewaltig. Super schön. Hier habt ihr nochmal die ganzen Accessories, die dabei sind. Wie gesagt, die Hände, der kleine Stab, das Mundstück, die Handschellen, extra Wristpacks. Eigentlich ganz okay, wirklich gut. Mehr hätte ich mir persönlich, denke ich mal, auch nicht gewünscht. Alles in allem bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Ihr seht, er kommt natürlich in den typischen Hot Toys Stand, wo ihr ihn draufpacken könnt mit dem Avengers Zeichen drauf. Das habe ich noch ganz vergessen zu zeigen. Gehört natürlich auch zu den Accessories dazu. Ja. Also alles in allem, wie gesagt, bin ich wirklich happy. Wenn er jetzt da oben bei meiner kleinen Sammlung steht, dann macht er sich echt gut. Und ich muss sagen, ich habe ja den allerersten Thor, das war mein Handy. Die Leute sind schon ganz aufgeregt, weil ich Thor habe und die finden ihn selber, Loki habe, die finden den selber wirklich cool. Und ich kriege hier andauernd schon Nachrichten und sind alle wirklich begeistert. Also Leute, kauft ihn euch, kauft ihn euch, kauft ihn euch, solange ihr ihn kriegt. Ich werde ihn jetzt oben zu meiner Sammlung stellen, zu Thor und Odin. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Ich habe langsam wirklich einen extremen Platzmangel.
Und ich werde noch die Catwoman von The Dark Knight Rises kriegen. Und wo ich die hinstelle, da muss ich echt mal schauen. Da müssen meine Mädels auf der rechten Seite, Babydoll und Ember, noch ein bisschen zusammenrücken. Und dann wird das, denke ich mal, noch passen. Und für nächstes Jahr muss ich mir dann noch was anderes einfallen lassen, weil dann kommt die Man of Steel-Reihe raus. Ab April, denke ich mal, geht's los. Und ja, die passen dann natürlich nicht mehr oben rauf. So, ich bringe den guten Loki jetzt mal zu seinem Bruder und zu seinem Stiefvater Odin. So, da ist er jetzt im Regal neben seinem Bruder Thor, neben Odin. Also der macht wirklich was her und durch den Helm allein wirkt er sehr groß, wirklich massig. Ich bin echt begeistert. Also super, wirklich super. Macht wirklich was her. Ich zeige euch noch mal ein kurz, wie viel ich jetzt hier oben stehen habe. Also das ist meine momentane Sammlung. Ihr habt links Odin, dann habt ihr Thor, dann kommt unser cooler Loki, also der thront da wirklich echt mit seinem Helm. Captain America, Iron Man, der Joker 2.0, mein geliebter Batman DX12, Jack Sparrow, meine süße Babydoll, dazu Ember und die allererste Black Widow. Und das war's. Leute, die so ein bisschen meinen Kanal verfolgen, würden sich vielleicht fragen, da fehlt doch einer. Den Terminator habe ich beiseite gepackt, ich versuche den gerade zu verkaufen, weil der passt einfach nicht in mein Display, in meine Sammlung. Und ich möchte gern hier mehr Platz dafür schaffen. Und der ist halt wie gesagt im Verkauf, vielleicht werde ich ihn los. Vielleicht kriegt ihn ein ordentlicher Sammler, ein guter Sammler. Ja, okay Leute, ich denke mal, das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, Loki ist wirklich super geil. Eine tolle Figur, eine tolle Likeness von Tom Hiddleston als Loki. Schnappt ihn euch, schnappt ihn euch. Ich bin echt begeistert. So, jetzt neben meinem Thor und dem Odin. Echt cool. Gefällt mir sehr. So, ich gehe noch mal kurz hier ein bisschen Kamerafahrt auf Loki ein. Nochmal die letzten Details. Ich hoffe, die Kamera nimmt das mit. Es ist hier ein bisschen dunkel. Aber er ist wirklich super. Ja Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Loki haltet. Gefällt er euch? Werdet ihr ihn euch auch kaufen? Hat euch mein Video gefallen? Ich hoffe es doch sehr. Ich habe mein Bestes getan. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Das war, denke ich mal, für dieses Jahr meine vorletzte Hot Toys Review. Danach kommt, wie gesagt, noch die Catwoman und dann ist für dieses Jahr Feierabend. Kann natürlich sein, dass da noch was zwischenkommt, aber ich denke mal eher nicht. Ja, wie gesagt, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis denne dann. Review-Zeit, Ladies and Gentlemen. Hier ist voll der Fail.